Viele Naturvölker scheinen zu wissen, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen müssen und auch die richtigen Fragen stellen dürfen, die den Anschein hinterfragen, wenn wir ein erfüllendes Leben führen möchten. Viele Naturvölker wissen auch, dass wir eine Wunde aus unserer Kindheit haben, die dazu führt, dass wir uns immer wieder im Kreis drehen. Bei uns auch Trauma genannt. Ein Trauma bringt uns dazu, in unserem Kopf zu leben und unseren Körper und seine Weisheit nicht mehr zu spüren und wahrzunehmen. Die Beschäftigung mit diesen Wunden und die Integration dieser ist bei vielen Naturvölkern in die Kultur integriert, durch Rituale oder viele andere Techniken, die bei uns möglicherweise als Hokuspokus bezeichnet werden. Bei uns sind diese nicht integriert. Wir haben ein Schulsystem, das sich nicht mit Stärken, Gaben, Talenten oder auch Kreativität befasst oder was unsere Kinder denn begeistert oder auch inspiriert. Die meisten Kinder folgen am Anfang ihres Lebens ihrer Neugierde und entdecken dadurch ihre ganz eigene Art der Kreativität. In der Schule merken sie dann, dass ihnen die Tausenden von Fragen, die sie haben, nicht beantwortet werden, sondern dass ihnen die Fragen, die sie zu stellen haben, vorgesetzt werden. Die Neugierde und der Entdeckergeist, die auf ihren ganz eigenen kreativen Weg geführt hätten, verkümmern und werden ganz tief in ihnen vergraben, um ein krankes und krankmachendes System bedienen zu können. Dies führt zu innerer Leere und dem Gefühl, dass irgendetwas fehlt. Von Leistungsdruck getrieben, versuchen wir dann diese innere Leere mit materiellen Dingen und Konsum zu füllen. Manche merken auch, dass da etwas nicht stimmt und machen sich auf die Suche. Da ist etwas in uns, das uns immer wieder zu ähnlichen Situationen unserer Kindheit zurückführt, um diese wiederzuerleben, um dann endlich den damals nicht gespürten Schmerz zu spüren und zu integrieren. Da ist aber noch etwas, das sagt, dass so etwas Schreckliches nie wieder passieren darf und das alles tut, damit wir diese lebensbedrohliche Situation, die Todesangst und die Ausweglosigkeit nie wieder erleben müssen. Das führt zu einem Teufelskreis und hält leider einen großen Teil unseres Potenzials in uns gefangen. Diese Videoserie dient dazu, diesen Entdeckergeist neu in uns zu wecken. Ich bin selbst ganz neugierig und gespannt, wo diese Reise hinführen wird. Ihr seid gerne dazu eingeladen, mich bei immer wieder neuen Abenteuern in die Natur zu begleiten. Ich möchte gerne meine Lieblingstouren mit euch teilen, zusammen mit Denkanstößen, Ideen, Übungen, Aufgaben und auch Anregungen, um zusammen den Weg zurück zu unserem Entdeckergeist und zurück zu unserem wahren Ich neu zu erkunden. Da ist etwas in uns, das endlich einen Weg finden möchte, damit der Schmerz und die schwierigen Emotionen endlich weggehen. Etwas, das unsere inneren Kinder heilen möchte. Was wäre, wenn die Kinder gar nicht geheilt werden möchten, sondern gehalten und dazugehören, was ihnen damals verwehrt wurde? Und da ist jetzt gerade etwas in uns, das ganz genau zuhört und sagt, aha, ich muss meine inneren Kinder nur halten, damit sie verschwinden. Und genau das ist der Knackpunkt. Aber dazu vielleicht mehr in einem nächsten Video. Mehr Infos über die naturverbundene Bewusstseinsarbeit, die Touren-Downloads, die Live-Events und auch die Videobeschreibungen findet ihr auf meiner Website am Ende dieses Videos oder in der Videobeschreibung. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, euch in Kürze auch mal persönlich kennenzulernen. The Consciousness Adventure erwartet uns! Viele Weisen dieser Welt sagen, der einzige Grund für unser Leiden wäre der Widerstand gegen das, was ist. Lasst uns doch allem in uns mit Liebe und Verständnis entgegentreten. Und ich tue jetzt mal so, als ob ich das schon voll gut drauf hätte. Und mein Name ist immer noch Oliver Farago und das wird auch so bleiben.